Schon mal im Urlaub gestockt, weil dir das Wort für Tüte oder Gleis fehlt? In den nächsten 10 Minuten bekommst du 100 Wörter, die du in Deutschland wirklich brauchst. Alles auf A2 und direkt für Bahn, Hotel, Café und Notfälle. Genau, kurz, klar und praktisch, damit du sofort sprechen kannst. Du lernst Wörter wie bestellen, bezahlen, nach dem Weg fragen und kleine Gespräche. Also, los geht's, ohne Stress, aber mit vielen Beispielen. Hey zusammen, schön, dass ihr da seid. Ach so, und wenn du das später üben willst, die ganze Lektion ist auf Vocabli. Also, fangen wir an mit Begrüßungen, weil die brauchst du einfach überall. Ja, Basics zuerst, hallo, guten Morgen, guten Tag, guten Abend und zum Abschied tschüss oder auf Wiedersehen. Dann höflich sein, bitte, danke, Entschuldigung, kein Problem, gern geschehen. Und wenn du etwas nicht verstehst, wie bitte? Oder können Sie das wiederholen? Für Small Talk. Wie geht's? Gut, okay, nicht so gut, müde, hungrig, durstig. Das hilft total, weil Leute dann oft langsamer sprechen. Und sag ruhig, ich lerne Deutsch, sprechen Sie bitte langsam. Beim Zahlen brauchst du bar mit Karte, der Preis, die Quittung, der Kassenbon, Trinkgeld, billig, teuer, das Angebot. Typischer Satz, zahlen bitte, bar oder mit Karte? Oder, können wir getrennt zahlen? Im Café oder an der Bäckerei sind diese Wörter Gold. Der Kaffee, die Milch, der Zucker, ohne, mit, groß, klein. Dann ganz wichtig, zum Hier oder zum Mitnehmen. Und Leitungswasser, das ist Wasser aus dem Hahn, also kostenloses Wasser. Zum Bestellen klingen diese Sätze echt freundlich. Ich hätte gern, ich nehme, für mich bitte, und noch etwas? Ja, gerne. Und wenn du unsicher bist, was empfehlen Sie? Oder haben Sie vegetarisch? Lass uns direkt ein kleines Rollenspiel machen, okay? Du bist die Verkäuferin in der Bäckerei, ich bin der Gast. Ready? Alles klar, ich leg los. Guten Morgen, was darf's sein? Guten Morgen. Ich hätte gern 2 Brötchen und ein Croissant, bitte. Und einen kleinen Kaffee zum Mitnehmen. Sehr gern. Mit Milch oder ohne? Und möchten Sie noch etwas, vielleicht ein Stück Kuchen? Mit Milch, bitte, und ja, ein Stück Apfelkuchen. Oh, und haben Sie auch Leitungswasser? Klar, Leitungswasser ist kein Problem. Macht zusammen 5,30 €. Zahlen Sie bar oder mit Karte? Mit Karte, bitte. Danke. Super, das war's. Gern geschehen. Tschüss und einen schönen Tag. So, das war sehr nah an der Realität, oder? 2 Tipps. Sag wirklich bitte und danke an den passenden Stellen, das wirkt sofort freundlich. Und noch was zur Aussprache. Brötchen hat ein rundes Ö, nicht wie U. Sonst wird schnell peinlich. Oh ja, ich kenn da eine Geschichte. Ein Freund wollte ein Brötchen und hat aus Versehen eine Brust gesagt, weil er das Ö nicht rund gemacht hat. Die Schlange hinter ihm hat gelacht, aber hey, alle waren nett, und er hat's nie wieder vergessen. Kurzer Soundcheck für Worte in der Bäckerei. Das Brötchen, das Croissant, der Kuchen, das Stück, die Scheibe, die Tüte. Und wenn du fragst, haben Sie auch Vollkorn? Oder ohne Nüsse? Das ist super hilfreich. Weiter geht's mit unterwegs sein. Am Bahnhof brauchst du der Bahnhof, das Gleis, der Zug, die S-Bahn, die U-Bahn, die Fahrkarte, der Fahrplan, die Verspätung. Wichtige Verben: einsteigen, aussteigen, umsteigen, reservieren. Sätze für die Praxis. Entschuldigung, wo ist Gleis 7? Oder fährt dieser Zug nach Köln? Und wenn du knapp bist, ich habe einen Anschluss,
können Sie bitte die Tür offen lassen? Klappt nicht immer, aber Fragen hilft. Im Hotel ist es ähnlich klar. Die Rezeption, die Reservierung, der Ausweis, der Schlüssel, das Zimmer, Einzelzimmer, Doppelzimmer, die Dusche, das Handtuch, das Frühstück, das WLAN, die Rechnung. Beispiel: Ich habe eine Reservierung auf den Namen Müller. Kleiner Aussprachetipp zwischendurch: Apfel betont man vorne, also Apfel, nicht Apfel. Und Restaurant ist oft wie Restaurang oder Restaurong. Das A ist kurz. Mach dir da keinen Stress, Hauptsache, man versteht dich. Beim Essen gehen, die Speisekarte, die Getränkekarte, vegetarisch, vegan, ohne Fleisch, die Allergie, glutenfrei, laktosefrei, die Nüsse. Du kannst sagen, ich vertrage Nüsse nicht, oder ich bin allergisch gegen Nüsse. Mini-Recap, Kaiser-Test, okay? Was heißt Leitungswasser nochmal? Genau, Wasser aus dem Hahn, also gratis. Und wie fragst du freundlich zum Mitnehmen? Richtig, zum Mitnehmen, bitte. Top, weiter geht's. Beim Shoppen helfen diese Wörter: die Größe, anprobieren, die Umkleide, passt, zu groß, zu klein, zu eng, zu weit, der Rabatt, umtauschen, die Rückgabe, geöffnet, geschlossen, die Öffnungszeiten. Typische Sätze. Haben Sie das in Größe M? Oder kann ich das anprobieren? Passt gut, ich nehme es. Und an der Kasse: Kann ich eine Quittung bekommen? Oder brauchen Sie eine Tüte? Richtungen sind auch wichtig: links, rechts, geradeaus, die Kreuzung, die Ampel, die Ecke, neben, gegenüber, hinter, vor, in der Nähe, weit. Frag einfach: Entschuldigung, wo ist die nächste U-Bahn? Links an der Ampel, dann geradeaus. Für Zeiten: heute, morgen, gestern, früh, spät, jetzt, gleich, bald. Uhrzeit geht so: 9 Uhr, halb 3, Viertel nach 2, Viertel vor 5. Und bei Terminen: Wann haben Sie offen? Von 9 bis 18 Uhr. Notfälle kommen hoffentlich nicht, aber man sollte es kennen. Der Notfall, Hilfe, die Polizei, der Arzt, die Apotheke, das Krankenhaus, die Versicherung, verloren, der Diebstahl, Schmerzen, mir ist schlecht. Und der Notruf ist 112, die Polizei ist 110. Sätze dazu: Ich brauche Hilfe, bitte. Rufen Sie die Polizei. Mir ist schwindlig. Ich habe meinen Ausweis verloren. Oder in der Apotheke: Ich habe Kopfschmerzen, was empfehlen Sie? Technik unterwegs, der Akku, das Ladegerät, die Steckdose, der Adapter, das WLAN-Passwort, das Datenvolumen. Frag: Haben Sie eine Steckdose? Oder kann ich hier das WLAN-Passwort bekommen? Kleiner Kulturmoment. Jemand hat mal Schadenfreude bei einem Abendessen witzig gemeint und ein Reisender dachte, das sei eine Lernmethode. Das war kurz still, dann haben alle gelacht. Heißt einfach, man freut sich ein bisschen über Pech von anderen, muss man nicht mögen, aber gut zu kennen. Übrigens, Smalltalk kann Wunder wirken. Ein freundliches Wie geht's? Oder schönes Wetter heute, oder auch nur gucken, danke im Laden, das macht Gespräche leichter. Viele öffnen sich dann und helfen gern. Noch ein kurzer Restaurantdialog, ja? Du spielst die Kellnerin. Ich komme zum Abendessen ohne Reservierung. Los. Guten Abend. Haben Sie eine Reservierung? Noch nicht. Haben Sie vielleicht einen Tisch für 2? So gegen 7:30 hab ich Zeit. Klar, das passt. Möchten Sie die Speisekarte? Wir haben heute ein Angebot, Suppe und Salat. Klingt gut. Für mich bitte die Suppe und ein Wasser. Haben Sie Leitungswasser? Ja, natürlich.
Noch etwas? Brot dazu? Ja, gern. Und können wir getrennt zahlen am Ende? Kein Problem. Dann guten Appetit später. Fein. Kurzer Höflichkeitscheck. Wenn dir jemand etwas gibt, sag Danke. Und wenn jemand dir dankt, sagst du bitte oder gern. Viele verwechseln das am Anfang, aber es wird schnell natürlich. Noch ein paar Reiseklassiker, die Sehenswürdigkeit, das Museum, die Ausstellung, die Führung, der Rundgang, das Ticket, der Eintritt, der Park, der See, der Blick, die Altstadt, die Innenstadt. Frage: Ist der Eintritt kostenlos? Oder gibt es ermäßigt für Studierende? Und beim Wetter? Sonnig, windig, warm, kalt, regnerisch, die Wolke, der Schirm, die Jacke. Sätze: Mir ist kalt. Es ist heute ziemlich windig. Brauche ich einen Schirm? Transportergänzung. Der Bus, die Haltestelle, der Fahrer, die Richtung, die Tageskarte, die Wochenkarte, einfach hin und zurück. Beispiel: ein Einzelticket, bitte. Oder eine Tageskarte, Zone AB, bitte. Im Zimmer. Das Bett, das Kissen, die Decke, der Föhn, der Aufzug, die Klimaanlage, kaputt, funktioniert nicht. Ruf an der Rezeption. Die Klimaanlage funktioniert nicht, können Sie helfen? Oder: Haben Sie noch ein Handtuch? Und falls du etwas suchst, die Apotheke, der Supermarkt, der Bankautomat, der Geldautomat, die Post, die Toilette. Frag einfach: Entschuldigung, wo ist hier die Toilette? Oft hörst du: da vorne links, gleich um die Ecke. Noch ein Aussprache-Mini. Das Ö in schön, Brötchen, König, Lippen rund machen. Und das CH in ich ist weich, in ach ist hart. Egal, wenn's nicht perfekt ist, lächeln hilft. Zum Lernen selbst: Stell dir Bilder vor: Bäckerei mit Duft, Gleis mit Nummer, Hotel mit Schlüssel, so merkst du Wörter schneller. Eine kleine Wortkarte mit Bild, nicht nur Text, ist einfach Gold wert. Komm, wir sammeln zum Schluss noch ein paar nützliche. Reservieren, buchen, stornieren, bestätigen, öffnen, schließen, warten, wechseln, zeigen, probieren. Und Orte: der Markt, der Platz, die Brücke, die Kirche, das Schloss, der Bahnhofsvorplatz. Und ein paar Adjektive für Eindrücke: lecker, frisch, salzig, süß, scharf, freundlich, langsam, schnell, sauber, laut, ruhig, zentral, gemütlich, voll, leer. Mit denen kannst du schon richtig gut beschreiben. Okay, das waren echt viele Wörter, knapp 100, würde ich sagen. Wichtig ist: Nimm dir kleine Pakete, übe sie im Alltag, frag nach, wenn was unklar ist. Und hab Spaß, Fehler sind okay. Jetzt zu euch: Welche 2 Wörter benutzt ihr auf Reisen am häufigsten? Oder hattet ihr mal eine lustige Bestellpanne, so wie Brötchen versus Brust? Schreibt uns eure besten Tipps und Stories. Und wie wir vorhin kurz gesagt haben, die komplette interaktive Lektion mit Transkript, Wortkarten und Übungen gibt's kostenlos auf Vocably. Link in der Beschreibung. Macht's euch leicht und übt das in Ruhe nach. Bis zum nächsten Mal.